Oft wird das Buzzing, das Mundstückspiel, das Buzzern immer zum Aufwärmen benutzt. Das heißt, du hast immer die gleiche Routine, buzzerst mit dem Mundstück, mit dem Pumphead, mit dem Whisper, mit eben dem Buzzer und machst dich so Schritt für Schritt nach und nach eben startklar für dein Trompetentraining. Oft ist es aber auch so, dass du gar nicht mit der Trompete offen spielen kannst, im Urlaub, auf Dienstreise, im Mehrfamilienhaus etc. pp. Und da hilft uns eben das Buzzing, das Mundstückspiel immer sehr gut vorwärts. Vor allem dann, wenn wir sagen, okay, wir machen das Ganze locker und weich und versuchen natürlich dann dementsprechend auch uns nicht nur in Wellenform oder in kurzen und langen Tönen aufzuwärmen, sondern eben auch zu trainieren. Und da empfiehlt es sich natürlich, das Ganze auch tonal zu gestalten. Das heißt, wenn du kein Keyboard griffbereit hast, mit der Trompete nicht offen spielen kannst, schnapp dir ein Stimmgerät, stellst dir hin, damit du es immer im Blick hast und spiele einen ersten Ton. Ich spiele heute auf dem klingenden A los, das heißt, es wäre für uns auf der Trompete ein gespieltes H1. Also muss das dementsprechende Stimmgerät dann auch ein A anzeigen. Los geht's. Jawohl. Und jetzt geht's eben nach oben. Jawohl. Es muss nicht alles perfekt sein und die Nadel muss nicht immer im Grün auf dem absoluten richtigen Ton sein, sondern es geht darum, dass wir tonal üben und eben auch Gehör dafür entwickeln. Und so gehe ich eben weiter vor. Wieder diese 5 Töne aufwärts. Wenn ich dann unten beim Grundton, bei meinem gespielten klingenden A ankomme, nämlich noch die 7. Stufe, das Gis, also quasi wie so eine Leittonfunktion, und gehe dann wieder zurück zu unserem Grundton. Jawohl, sehr gut. Und anhand von dem Stimmgerät kann ich eben absolut nachvollziehen, was da passiert. Dieser Ausgangston, wenn ich immer den gleichen benutze, der spielt sich auch in mein Gehör ein. Das heißt, ich kann umso öfter ich das mache, auch immer wieder auf diesen Ton zugreifen, zwischenzeitlich einmal wieder gegenchecken, ob man nicht zu hoch oder zu tief wird und dann eben weiter trainieren. Das waren jetzt 5 Töne aufwärts, also zu einer reinen Quinte und wieder zurück, Leittonfunktion, 7. Ton und wieder zum Grundton zurück, und so kannst du deine Übungen weiter ausbauen. Letztendlich geht es aber auch darum, dass du zum Beispiel bestehende Etüden, wie zum Beispiel, ihr kennt jeder Clark Second Study, dass du diese zum Beispiel benutzt, um eben dich fit zu halten. Also machen wir das mal. Jawohl, das Ganze langsamer, schneller gemacht, ein Ton höher, ein Ton tiefer, und so baust du auch hier letztendlich deine Flexibilität aus. Das heißt, du hast hier mehr Möglichkeiten als nur es sind lauter Übungen, die Spaß machen, aber irgendwann wird es einfach langweilig, und da geht es einfach dann darum, dass man sagt, okay, ich habe ja meine Etüden, meine Übungen, und jetzt versuche ich die eben auf meinen jeweiligen Geräten zu spielen, um eben mich auch im Urlaub einigermaßen fit zu halten. Anstoßübungen, letztendlich gebundene Sachen, laute Sachen, leise Sachen. Also auch hier die Variation in Dynamik, in Tempi, in Artikulation immer mit einfließen lassen, und du wirst merken, dein Training mit dem Buzzing ist auch abwechslungsreich, wird gar nicht so langweilig. Oder wenn du kein Stimmgerät hast, spiel ein Lied, was du gut im Ohr hast. Volkslieder, Kinderlieder sind immer so der Einstieg, und danach kannst du es ausbauen und letztendlich dann auch zum Beispiel Literatur, die du auf der Trompete trainierst, eben mit deinen Buzzing-Geräten spielen. Oder eine ganz gute Idee, schmeiß dein Handy an, nimm eine Bluetooth-Box, damit es dementsprechend auch einen Klang hat, und spiel zum Beispiel die Melodien von einer Polka, einem Marsch mit. Nimm die Artikulation dazu, variiere das Tempo, nimm ein anderes Stück, und so hast du immer auch hier Abwechslung, und es wird nicht langweilig, und du bleibst auch eher im Urlaub dran, fit, und kannst danach wieder auf die Trompete umsteigen und dementsprechend weiter trainieren, ohne dass du großartig wieder alles aktivieren musst, weil du es ja schon bist.
Ich wünsche dir bei deinem Buzzing, bei deinem Trompetentraining viel Erfolg. Lass gerne am Ende ein Like und Abo da. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.